Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich hier rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal geht es um das Thema Kabelwege, Kabelkanäle. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, direkt mal vorneweg. Beim letzten Mal habe ich ja angekündigt, dass es sich hier um das Thema Kabelkanäle und Kabelwege handelt, nachdem ich ja jetzt den Rohbau jetzt abgeschlossen habe und mich jetzt nun doch langsam mal der Modellbahn widmen möchte. Für alle die es lieben, kreuz und quer Knubbel zu verdrahten, für die ist dieser Film ganz bestimmt nichts. Für alle die sagen, naja, wie soll ich denn mit dem Thema Kabelverlegen generell umgehen und ich möchte auch nicht immer alles sehen und wie mache ich das denn am besten? Denen kann ich zumindest mal zeigen, wie ich mich dem Thema gewidmet habe. Direkt vorneweg, es gibt nicht die Lösung. Und ich kann euch jetzt für mein Thema zeigen, und das wird sich auch im Laufe der Bahn, des Weiterbaus, wird sich das nochmal verändern, denn es ist ein Unterschied, ob ich das jetzt im unteren Segment oder im oberen Segment mache. Was ich damit meine, da komme ich so nach und nach drauf. Im Grunde habe ich mir vorweg mehrere Fragen gestellt, die eigentlich erstmal zu beantworten galt. Das erste war, wie möchte ich denn überhaupt meine Signale oder meine Energie innerhalb der Anlage verteilen? Da habe ich mal einen Film zugemacht, da ging es halt um verschiedene Netzstrukturen, ob ich jetzt eine Ringverteilung machen würde oder eine strahlenförmige Verteilung. Den verlinke ich euch mal hier oben, den Film könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Das ist also mit Sicherheit ein Aspekt, den ich berücksichtigen muss. Das zweite ist, ja, wie dick sind die Kabel denn überhaupt? Was für einen Leitungsquerschnitt muss ich denn hier überhaupt verlegen? Und wie ich daran gegangen bin, das zeige ich euch dann auch. Dann gibt es auch noch welche bauliche Bedingungen. Manche legen die Kabel direkt durch die Platte durch, die werden dann unten miteinander verbunden. Hier ist es ja so, dass die unteren Segmente geschlossen bleiben, weil ich möchte halt nicht, dass die Kabel unten rausbaumeln. Das gehörte bei mir zum Anlagenkonzept. Das heißt, die Kabel müssen komplett innen verlegt werden, zumindest was die unteren Segmente angeht. Das wird bei den oberen schon wieder ein bisschen anders aussehen. Dann gibt es noch das Thema, ja, wie viel Kabel muss ich denn überhaupt verlegen? So, wie kann man sich dem Thema denn mal widmen? Und wenn ich das alles so ein bisschen zusammenfüge und dann berücksichtige, dann kann ich erstmal an die Frage ran, ja, und wie verlege ich die Kabel? Wie verbringe ich die denn jetzt von A nach B? Mache ich das mit dem Kabelkanal oder lege ich da wohl möglich die altbekannten Buchrückenbinder oder nutze ich vielleicht doch irgendwie nur irgendwelche Ösen und Kabelbinder oder was auch immer da so möglich ist. Und wie ich mich jetzt hier dem Thema gewidmet habe, jetzt habe ich schon viel zu viel Text wieder verloren, das zeige ich euch jetzt hier in dem Film. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Film sehen wir uns wieder. So, ihr seht, ich habe die Segmente wieder auseinandergebaut. Hier unten sind meine Basissegmente und jetzt komme ich zu dem ersten Teil, was eines dieser Einflussfaktoren sind. Das sind halt bauliche Bedingungen. Und ich habe in meinem Konzept festgelegt, dass ich dann sage, bei mir geht hier durch die Bodenplatte nicht ein einziges Kabel. Alle Kabel werden hier innerhalb verlegt werden. Ich möchte einfach nicht, dass die Kabel unten drunter hängen, quer im Stauraum. Wer weiß, wer da mal rumkrabbelt, ich möchte es einfach nicht. Und deshalb werden zumindest im Basissegment, also die unteren Segmente, alle Kabel innerhalb verlegt werden. Und da bin ich eigentlich schon auch bei einem wichtigen Punkt. Ja, wie lang ist denn da so ein Kabel? Was kann denn hier im schlimmsten Falle passieren? Jetzt gehen wir mal einfach nur als Beispiel davon aus, hier wäre eine Stromquelle und ich hätte jetzt heute mal irgendwie nicht so einen guten Tag und würde Kabel einfach mal blind verlegen und würde im dümmsten Fall einfach mal ringsrum laufen. Das wird wahrscheinlich nie passieren, aber dann wäre der schlimmste Fall, oder zu Neudeutsch der Worst Case, das wäre ja dann einmal rings ums Karree. Also in meinem Fall wäre das 1 Meter, 2 Meter sind 3, 4 und plus nochmal 2, also im schlimmsten Fall wäre bei mir 6 Meter so ein Kabel, so wenn ich mal einen ganz schlechten Tag habe. Aber von der Kenngröße gehe ich später nochmal aus. Gut, und ein weiterer Einflussfaktor
ist die Art und Weise, wie ich Strom verteilen möchte. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob es jetzt die reine Spannungsversorgung ist, ob das die DCC-Verteilung ist, was auch immer. Ich muss mir da halt erstmal Gedanken drum machen. Ja, und das Ding kommt dem einen oder anderen, der meinen Kanal ja verfolgt, mit Sicherheit auch bekannt vor. Ich verlinke euch oben nochmal einen anderen Film, und zwar ging es da auch um das Thema eben Stromverteilung, und da hatte ich euch mal die verschiedenen Verteilungsmethoden vorgestellt. Und da kommt halt drauf an, ob ich jetzt eine Linienverdrahtung mache, ob ich eine Sternverdrahtung mache, was auch immer. Das hat natürlich auch Einfluss darauf, auf meinen Kabelumfang, den ich verwende, also auf der Menge des Kabels und letztendlich auch ein Stück weit auf den Querschnitt des Kabels. Ja, und auch zum Thema Leitungsquerschnitte hatte ich auch schon mal ein kleines Infofilmchen gemacht, auch den verlinke ich euch hier oben dann nochmal. Wie komme ich denn an den passenden Leitungsquerschnitt dran? Was muss ich da machen? Und da bin ich jetzt wieder vorhin schon mal bei der Länge. Ist ja gut, dass wir schon mal wissen, dass ich pro Segment maximal 6 Meter habe. Und was ich damit mache und welche Faktoren da noch eine Rolle spielen, das zeige ich euch jetzt nochmal. Ja, vom Ermitteln von einem Leitungsquerschnitt oder von einem schnellen Überblick, da habe ich auch schon mal diese Seite hier vorgestellt von electronicbase.net. Die haben nämlich eigentlich einen recht simplen Online-Rechner, mit dem man mal Leitungsquerschnitte berechnen oder überschlagen kann, was man denn so braucht. Da stehen auch übrigens noch jede Menge Informationen drin. Den Link zum Leitungsquerschnittrechner, den verlinke ich euch unten auch in der Videobeschreibung. Ja, und wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle, dann finde ich neben den ganzen Informationen den eigentlichen Leitungsquerschnittrechner. Da ist er. So, da muss ich natürlich erstmal gucken, welche Stromart wähle ich. Hier ist er jetzt auf Wechselstrom eingestellt. Da muss man dann auch noch Cosinus Phi für eingeben. Das haben wir jetzt hier nicht. Das heißt, wenn ich jetzt meine Eisenbahn berechnen möchte oder die Spannungen hier bei meiner Modellbahn, dann werde ich hier Gleichstrom an und da muss ich jetzt wissen, was ich eintrage. So, die Nennspannung von meiner DCC-Einspeisung, also sprich von meiner DR5000, wird 18 Volt sein, die wähle ich jetzt hier aus. Die Leitungslänge, die hatten wir vorhin schon mal gesagt, 6 Meter hatten wir ja gerade als Beispiel. Und die DR5000 liefert mir maximal 3 Ampere. So, und vom Anfang, wo ich einspeise, bis am Ende, da darf maximal 10% spannungsverlustig gehen. Also sprich, da sollen trotzdem noch 16,2 Volt ankommen. Und dann sage ich jetzt einfach mal berechnen und dann sehe da 0,34 mm² Querschnitt wird da empfohlen. Den gibt es jetzt nicht so von Haus aus, also nimmt man immer den nächstgrößeren Querschnitt und das ist dann 0,5 Quadrat. Ich unterscheide ja in dieser Strangverteilung auch zwischen der Zuleitung und dann der Stichleitung. Die Zuleitung ist also quasi das, was von der Energiequelle kommt, und geht dann nochmal auf einen separaten Verteiler, und der Verteiler geht dann in die einzelnen Verbraucher. Und die Verbraucher werden jetzt keine 3 Ampere ziehen. Also die Verbraucher selber, die werden so dimensioniert, dass das niemals erreicht wird. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Ja, wie groß machst du denn ein Stückchen Anschluss an die Schiene? Also sprich, wie lang ist denn so ein Belegtabschnitt? Sagen wir mal, der hat 1,40 Meter. Und beim 1,40 Meter, was kann ich da alles draufstellen? Ja, da stelle ich eine Lok mit drauf und dann ziehe ich mal 20 cm von ab. Dann bin ich noch bei 1,20 Meter, und wenn ich dann sage, naja, dann packe ich halt 20 cm Wägelchen noch mit drauf, die beleuchtet sind, dann sind das nochmal 6 Wägelchen. Das heißt, da auf 1,40 Meter packe ich eine Lok und 6 Wägelchen drauf. Was verbraucht denn so eine Lok? Ja gut, dann, ich weiß ja halt, was ich da für einen Decoder drin habe. Und sag ich mal, wenn ich jetzt so ein Altertümchen habe und habe vielleicht noch einen großzügigen Döhler und Haas Decoder drin, der 1 Ampere verknusen kann, dann bin ich hinten noch bei der LED-Beleuchtung für die Wägelchen drin. Was haben wir gesagt? 6 Stück sind da drauf. Lass sie doch meinetwegen 0,1 Ampere ziehen, wenn das alte LEDs sind. Jetzt werden die im Leben nicht haben. Aber sagen wir mal 0,1 Ampere mal 6, bin ich bei 0,6 Ampere plus 1 Ampere.
für die Lok, dann hätte ich hier 1,6 Ampere. Auch da hat 10 Spannungsabfall. Ich habe aber nur 2 Meter oder sagen wir mal 1,40 Meter, wenn wir das haben. Mal gucken, ob der überhaupt mit Komma umgehen kann. Und habe dann auch meine 18 Volt. Jetzt sage ich mal berechnen, kann er nicht. Dann muss ich das hier mit Punkt machen. Und dann hier auch. Dann sage ich jetzt mal berechnen und sehe da 0,04 Quadratmeter. Bräuchte ich bis dahin, um eben diese 1,6 Ampere da hinten zu versorgen. So, da muss man sich erstmal jetzt so auf die Zunge zergehen lassen. Für diejenigen, die glauben, ich mache jetzt gerne auch mal 2 Meter draus und hier 2 Ampere draus und einfach mal aufführen und dann nochmal berechnen, bin ich bei 0,08 mm Quadrat. Also, an alle die sagen, Mensch, ich muss hier eine Kupferschiene hinlegen, weil ich habe doch einen Mörder Stromverbrauch. Leute, das ist doch nicht so. Also lasst doch die Kirche im Dorf. Wenn ich da hinfahre, weil ich vielleicht meinen Spannungsabfall noch reduzieren möchte, nicht mit 10%, sondern mit 5%, da brauche ich dann auch einen größeren Querschnitt, dann bin ich halt bei 0,15, um mal sozusagen. Ne? Also der größere Querschnitt verringert meinen Spannungsverlust. So, das kann man hier wunderbar ausprobieren. Und da sehe ich doch, dass ich mit 0,15 mm Quadrat vollkommen ausreichend bin. Also langt es mir doch, wenn ich als Stichleitung 0,25 mm Quadrat nehme. Ja, jetzt zeige ich euch das nochmal grob, wie ich das meine mit Zuleitung und Stichleitung, damit ihr wisst, wo nutze ich 0,5, wo nutze ich 0,25 und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir sagen, wir wissen auch, was wir für einen Querschnitt benutzen. Gut, schauen wir uns das mal an. So, mein Verkabelungsprinzip wird hier nach dieser Sternverteilung funktionieren. Das war jetzt ein bisschen viel. Ja, und zwar ist dann, wenn ich jetzt hier quasi ein Käbelchen anschließe, das mache ich jetzt einfach, oder ich zeige jetzt einfach mal, der rote Gully hier ist jetzt die Zuleitung. Den mache ich also hier mit 0,5 Quadrat. Das kommt hier auf eine Sammelschiene drauf und von dort aus geht es dann punktuell zu den einzelnen Verbrauchern und von dort aus geht es dann mit 0,25 Quadrat. So, wie das funktioniert bei mir mit dem Thema Absicherung und wie ich die Verteilung mache, das ist ein anderer Film. Da zeige ich dann nochmal gesondert. Aber das ist die Art und Weise, wie ich jede Spannungsquelle bei mir auf den Segmenten verteilen werde. So sieht es halt auf jedem Segment auf. Auf jedem Segment kommt eine Zuleitung von einer bestimmten Spannungsquelle an und dort wird es dann nochmal verteilt. Ja, hat einfach damit zu tun, dass die Segmente auch später, wenn sie auseinandergenommen werden, noch transportabel sein müssen und mit einfachen Mitteln, ohne großartig Werkzeuge einzusetzen. Auch das war ja im Rahmen des Anlagenkonzepts so schon definiert. Einfach nur zusammengesteckt und fertig, Kiste läuft. So der Plan. Gut, nachdem ich mir jetzt mal Gedanken um die baulichen Bedingungen gemacht habe und für mich auch festgelegt habe, wie meine Stromverteilung aussehen soll und ich auch die Leitungsquerschnitte ermittelt habe, kommt jetzt eine ganz wichtige Frage. Ja, aber wie viele Kabel muss ich denn jetzt hier verlegen? Und da funktioniere ich eigentlich nach einer alten klassischen Methode. Ich male mir hier erstmal zunächst die ganzen Gleisabschnitte ein. Als erstes mache ich mal hier die Segmenttrennung, die trage ich hier mal ein. Da gibt es dann Gleisabschnitte, die werden mit einem Belegtmelder abgefragt. Es gibt auch Gleisabschnitte, die werden sofort ohne Belegtmeldung eingespeist. Ja, und die zeichne ich mir jetzt als erstes mal auf. So, damit habe ich jetzt die ganzen Abschnitte erst schon mal eingezeichnet. Das hier ist der Gleiswendel, das Violette mit dem Blauen ist nachher ein analoger Anschluss. Hier gibt es auch eine Umkehrung, weil die immer von rechts nach links automatisch fahren soll. Ja, das Gelb und Rote, das sind halt wechselnde Belegtmeldungen, beziehungsweise hier sind es auch Sensorgleise, weil ich hier eine Wendeschleife bzw. eine Kehrschleife einsetzen muss. Ja, jetzt zeichne ich mir dort als erstes mal alle Zuleitungen ein
ich mache mir einfach nur Punkte dran, dann werde ich die einmal hier einspeisen zum Beispiel und einmal hier. Gut, nachdem ich jetzt alle Gleisanschlüsse hier mir markiert habe, markiere ich mir jetzt auch erstmal Anschlüsse für die Antriebe. Ja gut, damit sind für mich erstmal jetzt alle Anschlüsse markiert. Bei mir werden alle Gleisanschlüsse zweipolig sein, Stellantriebe bzw. Magnetantriebe werden dreipolig angesteuert, Beleuchtungen auch zweipolig. Und ja, jetzt gehe ich erstmal hin und verschaffe mir erstmal einen Überblick über die Anzahl der Kabel pro Segment. Ja, das ist ja jetzt wunderschön bunt, schon mit viele Striche und Punkte und Kreuze, aber was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Informationen? Bevor ich jetzt irgendwas überhaupt damit mache, mache ich mir jetzt als erstes mal Gedanken darum, wo kommen denn meine Decoder und Belegmelder überhaupt hin? Bei mir wird es so sein, dass ich Belegmelder und Decoder und irgendwelche Anschlüsse immer in der Nähe der jeweiligen Gleisanschlüsse oder beziehungsweise Schalter haben werde, hier einen Magnetschalter haben werde. Das heißt, hier bietet sich eigentlich nur hier ein Platz an. Vielleicht müssen die Gleise auch ein bisschen kürzer sein, weil hier nur sich noch mehr sammeln wird. Hier bietet sich was an und hier bietet sich was an. So, die Kabel müssen ja hier hinkommen, also die müssen einen ganz bestimmten Weg gehen. Und deshalb habe ich mir überlegt, naja, dann werde ich hier irgendwie dafür sorgen, dass die Kabel zu diesem Punkt kommen und hier irgendwie dafür sorgen, dass die Kabel zu diesem Punkt kommen. Und wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen anschaut, hier sind viele Anschlusspunkte, hier sind viele Anschlusspunkte. Also werde ich mal diese Anschlusspunkte auf dieser Seite zählen und mal die hier auf dieser Seite zählen. Dann habe ich eine grobe Idee davon, wie ich die da hinbringen könnte oder beziehungsweise was ich für einen Platz brauche. Gut, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Information, dass ich eben weiß, ich lege voraussichtlich hier in dem Teil 24 Aderpaare hin oder 4x3-adrig leite. Ich meine, was mache ich denn jetzt mit dieser Information? Ja, mir geht es ja halt darum, welche Verlegemethode nehme ich und da brauche ich halt ein Gefühl dafür. Weil ich ja nicht durchbohre, sondern alles intern verlegen will, muss ich mir halt einen Kopf vorher drum machen. So, und wie viel sind das denn, wenn ich jetzt 24 mal 2 Aderpaare habe? Wie viel an Kabel, wie viel Durchmesser ist das denn, wenn die da alle irgendwo lang liegen? Wie viel Platz muss ich da berücksichtigen? Und da bin ich jetzt für mich mal hingegangen und habe mir einfach mal aus Kabelresten solche Teststränge gemacht. Hier kann man mal sehen, das ist jetzt mal 10 x 2-adrig, dann habe ich mir das gleiche mal für ein 20-paariges Kabel gemacht und auch für ein 30-paariges Kabel. Ja, und dann kann ich jetzt halt auch mal gucken, wie viel Kabel passen denn zum Beispiel in einen 10 mm Buchbinderrücken rein. So, dies 10 mm oder 10-paarige, das wird wohl passen, aber beim 20-paarigen, da wird es schon mal eng, geschweige denn beim 30er. Und der 30er, der passt, das habe ich mal ausprobiert, der passt zum Beispiel aber noch in einem 21 mm Buchbinderrücken ganz gut rein. Das ist aber dann auch meines Erachtens schon das größte der Gefühle. Ne? Also mehr geht hier an dem Stück auch nicht. Alles, was größer ist, da muss ein Kabelkanal gelegt werden. Oder wenn ich mit Schächten arbeite, also sprich irgendwelche Freiräume für Kabel lasse, die zum Beispiel unter Gleisen durchlaufen oder wie auch immer, wie breit muss denn dann so ein Schacht sein? Ja, dann kann ich die halt hier auffächern und dann weiß ich halt, wie breit so ein Schacht sein kann. Oder kann ich die auch doppeltadrig legen oder vielleicht auch dreifach übereinander legen. Wie hoch muss denn dann der Schacht sein? Genau das gleiche kann ich mit den 20-adrigen dann auch machen. Da weiß ich halt, wie viel Kabel ich da in irgendeiner Art und Weise bändigen muss. Wobei, das ist jetzt hier der 30er gewesen. Ja. Also so ein Teststrang, das hilft alle Male weiter, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Kabel sind das denn, die ich da irgendwie verlegen muss. Lege ich jedem mal ans Herz. Das Ding, wie gesagt, sind Restkabel, das waren jetzt von mir, von damals, von dem Bau der Schreibtischbahn, die sind halt übrig geblieben. So kleine Stücke kann man selten verwenden, aber dafür tun sie ganz gute Zwecke. Ja, gut. So, jetzt überlege ich mir noch ein bisschen, wo ich welchen Decoder platziere, wie ich das ein bisschen aufteilen werde. Und wenn ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, dann prüfe ich auch noch ein paar Abmaße. Und da kommen wir dann nachher dazu. So, hier in dem Plan trage ich mir jetzt erstmal alle Abstände, Maße ein, wo ich meine, die sind wichtig oder die mich interessieren.
diese Abstände, Maße, die habe ich einfach aus der Gleisplanungssoftware abgelesen. Gut, jetzt habe ich mir die Maße alle eingetragen und zusammen mit den Informationen hier mache ich mir jetzt mal Gedanken, wo ich jetzt Kabelkanäle, Schächte, Buchbinderrücken, Decoder oder auch Belegmelder platzieren werde, wie ich die Kabel am sinnvollsten führe, und wenn ich das gemacht habe, dann gucke ich mir das Ganze nochmal in Originalgröße an und dann schauen wir weiter. Ja, jetzt gehe ich als nächstes erstmal hin und werde diese Maße hier auf dem Gleisplan 1:1 als Original übertragen. Und dann lege ich nochmal den Gleisplan auch in 1:1 aus. Das mache ich deshalb, um einfach auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das, wo ich Kabelkanäle geplant habe und Schächte geplant habe, ob das wirklich auch passt. Ich habe Zeit genug und deshalb mache ich lieber nochmal so einen Kontrollschritt extra. Also ich übertrage jetzt erstmal die Maße aufs Original. Gut, damit ich das jetzt überprüfen kann, habe ich mir jetzt hier meinen Gleisplan in 1:1 ausgedruckt. Ja, und den bastle ich mir dann jetzt erstmal zusammen. Gut, der Gleisplan 1:1 ist fertig, liegt auch schon parat. Und ja, jetzt geht es darum, dass ich mir die zukünftigen Kabelschächte bzw. Kanäle da auch mal ein Stück weit mit einplane. Hier an den Seiten werden Kabelkanäle laufen und das hier werden Kabelschächte sein. Was sind denn jetzt eigentlich Kabelschächte an der Stelle? Müsst ihr euch so vorstellen, das hier ist eine Gummikorkmatte, das hier ist eine, die schließen eben nicht aneinander, sondern da ist eine Lücke von 5 cm dazwischen und damit habe ich nachher automatisch unter den Gleisen einen kleinen Schacht. Ich verwende 5 mm Gummikork in der untersten Ebene und da sollte mit diesen 3 oder beziehungsweise 4 Schächten dann reichen, die Kabel immer zu dem Hauptkanal zu führen und von dort aus zu verteilen, beziehungsweise dann zu den entsprechenden Quellen beziehungsweise Zielen zu verlegen. Ja. Und diese Schächte, die male ich dann jetzt oder zeichne ich dann jetzt auch erstmal hier ins Original ein. Das mache ich deshalb, um einfach mal zu gucken, ob es halt passt oder ob es irgendwelche kritischen Stellen gibt. Und danach geht es auch darum, die Bauteile noch ein bisschen zu platzieren, also sprich die Decoder mal reinzulegen. Passt das alles oder muss ich mir vielleicht doch einen anderen Ort suchen? Ja, bleibt spannend. Also, bis später. Gut, die Markierungen hier, hier, hier und hinten in der Ecke sind auch noch welche, wo dann später die Schächte entstehen sollen. Die habe ich jetzt angebracht. Jetzt räumen wir das wieder ein und dann werden diese Streifen schwarz lackiert, weil ich halt einen dunklen Untergrund haben möchte. Auch da, wo die Gummikorkmatten nicht liegen. So, die Übergänge vom Kabelkanal und da, wo später die Schächte entstehen sollen, sind jetzt schwarz grundiert. Als nächstes kommen die Kabelkanäle und dann die Gummikorkmatten. Gut, dann machen wir jetzt mal die Kabelkanäle fest. So, und hier in der Ecke, Moment, werde ich jetzt gleich in den Kabelkanal durchbohren. Von unten, und zwar wird das später mal die Zuleitung für die 230 Volt Versorgung. So, die großen Kabelkanäle sind jetzt verlegt. Die gehen hier lang, außenrum, steigen hier drüber, fallen hier wieder, weil hier dann die Decoder und Belegmelder hinkommen werden. Ja, und auf dem anderen Segment ist es ein wenig anders, aber auch da gibt es die Hauptschlagader, die läuft dann eben hier hinten lang, steigt hier oben drüber, weil hier oben wird noch eine Platte geben, wo die eigentliche Zentrale drauf steht. Ja, jetzt werde ich als nächstes kommen dann jetzt hier in diesen hellen Flächen
Da kommen dann jetzt die Gummikorkmatten 5 mm hin und die werden hier im Zwischenraum freigelassen und dadurch entwickeln sich dann hier diese Kabelschächte, die dann eben hinten in den großen Kanal jeweils führen. Gut, dann wollen wir jetzt mal die Stücke zuschneiden. Für mich ist neben ein genaues Arbeiten genauso wichtig ein sauberes Arbeiten. Ich möchte halt keine Unebenheiten unter den Matten haben, deshalb kehre ich das jetzt erstmal aus, beziehungsweise sauge es auch nochmal aus, bevor ich dann einseitig den Kleber auftrage und dann die Matten verbringe da drauf. Ja, diesmal werde ich hier diesen Kleber verwenden. Für mich hat der Kleber mehrere Vorteile. Zum einen, es ist zwar ein Kontaktkleber, aber es steht in der Anleitung auch drin, dass man auch die Fläche einseitig behandeln kann. Das heißt, ich werde die Grundfläche mit dem Kleber versehen und anschließend die Matte auflegen. Zudem ist der Kleber permanent elastisch, auch nach dem Aushärten. Er lässt sich leicht verstreichen, das heißt, ich kann hier bequem mit einer Rolle arbeiten und sauber arbeiten. Und ja, anschließend werde ich dann die Matten von oben beschweren. Gut, das machen wir jetzt erstmal. Ja Leute, noch einen kleinen Hinweis zum Schluss. Bitte die Bedienungsanleitung hier hinten auch noch berücksichtigen und die Warnhinweise. Das heißt, mit diesem Zeug nur arbeiten, wenn auch für gute Durchlüftung gesorgt ist, weil das Zeug, das hat es in sich. Ne? Jo, dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Da sind die Gummikorkmatten. Und jetzt wird auch klar, warum ich vorher die schwarzen Striche oder Flächen dort gemalt habe, weil ich halt einen komplett dunklen Untergrund haben möchte. So, und da kann man auch die Kabelkanäle jetzt ganz gut sehen, jetzt an der Stelle. Und hier diese Schächte, die sich dadurch ergeben, dass rechts und links jeweils 5 mm Gummikorkmatten liegen, führen dann in die Kabelkanäle. Ja, und was die solche Schächte aufnehmen können an Kabel, das zeige ich euch jetzt mal im Moment. So, ich denke, jetzt wird es deutlich, das ist der 30er Kabelbund. Den kann man jetzt ein wenig auffächern. Daran sieht man, also das sind 30 Aderpaare, also sprich 60 Käbelchen 0,25 Quadrat. Und daran kann man jetzt gut erkennen, die passen alle ganz salopp da unten drunter. Man hat sogar noch ein bisschen Platz, also da geht sogar noch was mehr. Ja, und deshalb, ich sag mal, reichen mir jetzt wohl diese 4 Schächte, die jeweils in der Lage sind, 60 Käbelchen aufzunehmen, vollkommen aus, um jetzt hier auch die Verdrahtung zu machen, ohne jetzt durch die Bodenplatte zu stoßen, so wie das Ziel halt war. Gut, dann sehen wir uns gleich vor der Kamera wieder. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar Informationen aus dem Film gewinnen. Das ist, wie gesagt, kein Weg, den man gehen muss. Das ist ein Weg, den man gehen kann. Ich habe nur gezeigt, wie ich mich dem Thema gewidmet habe und warum ich mich dann genau für diese Art entschieden habe. Und nochmal, wie es nachher bei den oberen Segmenten hier sein wird, das wird wieder ein ganz anderes Muster sein als das, was ich jetzt unten verlegt habe. Aber auch da werde ich euch dann wieder mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was draus gewinnen. Die angesprochenen Links aus dem Film, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Schlangenbändigen. So, wie geht es denn jetzt weiter hier? Klar, die Schalldämmung liegt, also was liegt an? Ich werde den Plan jetzt übertragen und dann fangen wir mit dem Gleisverlegen an. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Euer Louis.